Moin Leute, willkommen im Buhlerland. Es ist eine Woche her, ich habe die Google Pixel Watch seitdem intensiv genutzt und es wird so ein bisschen Zeit für das abschließende Fazit, ob mich die 379 bzw. 429 Euro wirklich überzeugt hat, was da jetzt gut war, was da schlecht war, und es wird wieder so ein kleines Labervideo und ich werde euch die verschiedenen Kapitel unten quasi in der Beschreibung einblenden, falls euch bestimmte Themen speziell interessieren. Ansonsten, wie gesagt, ich laber einfach mal drauf los, von Pro bis Contra, und ja, ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Bevor es um die Pro- und Contra-Liste geht, hier vielleicht nochmal einen kurzen Überblick über das Specsheet. Ich blende euch das einfach ein, und die Google Pixel Watch hat eigentlich alles, was aktuelle Smartwatches so verbaut haben können. Diesmal hat sie es wirklich. Der einzige Unterschied ist, dass oder die einzige Bemerkung, besser gesagt, ist, dass sie hat zwar einen Blutsauerstoffmesser, also der Sensor ist da, aber die Funktion ist Stand heute, Ende Oktober, noch nicht verfügbar. Aber ansonsten auch EKG hat die Google Pixel Watch verbaut, und ich blende euch das einfach ein, und ist durchaus, was man erwarten könnte von einer Premium-Smartwatch in dem Preissegment. Der erste Punkt, der mich auf jeden Fall sehr positiv überrascht hat, oder eigentlich hat er mich nicht überrascht, aber der auf jeden Fall sehr positiv war, war das Thema Pulsmesser. Ja? Google hat da jetzt nie großartig einen Hehl draus gemacht, ne? Von wegen, dass der Pulsmesser besonders genau ist, aber ich habe es schon vermutet, gerade wenn, sage ich mal, auch eine EKG-Funktion dabei ist, dass der Pulsmesser einer der eher besseren sein wird, und es gab auch schon die einen oder anderen Tests. Ich blende euch das einfach mal ein. Könnt ihr euch das selber nochmal im Teil anschauen. Der ist definitiv einer von den Top-Pulsmessern, den man auch, glaube ich, in der Preiskategorie erwarten könnte. Bei den Aktivitäten, die ich durchgeführt habe, habe ich da jetzt auch nie großartige Ausreißer wahrgenommen, und auch sonst hat es eigentlich immer so zu meinem Ruhepuls und meinem Aktivitätenpuls gepasst. Einziges Manko, was da schön wäre für die Zukunft, wenn man irgendwie in der Google Pixel Watch App einstellen könnte, wie oft dieser Pulsmesser scannen könnte. Ne? Weil momentan ist es anscheinend so, dass er wohl irgendwie jede Sekunde quasi den Puls misst, was natürlich zur Folge hat, dass der Akku sehr leer gesaugt wird, und vielleicht sagt den, ja, mir reicht es aber auch schon, wenn er das alle 10 Minuten mal macht oder sowas. Ne? Das wäre schön, wenn man das irgendwie einstellen könnte, oder wenn man ihn sogar deaktivieren könnte, wenn man ihn mal nicht braucht. Aber das geht Stand heute leider noch nicht. An der Stelle, ich habe es gerade schon gesagt, eine EKG-Funktion ist auch verfügbar. Die ist auch relativ simpel zu nutzen. Ich verlinke euch ja auch nochmal das Video dazu. Da, wie gesagt, nur der Hinweis, ihr müsst die App aktualisieren, damit diese EKG-App auch angezeigt wird auf eurer Google Pixel Watch. Dann sieht das nämlich so nach. Dann habt ihr hier nämlich auch die Fitbit EKG-App. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also bei mir hat es jedenfalls ganz gut funktioniert. Ich habe das mal testweise bei meinem Vater machen lassen. Und ich weiß nicht, ob er da zu zittrig war oder sonst was, aber da kamen ganz komische Werte raus. Und ja, er hat Herzprobleme, aber nicht die Herzprobleme, die mir jetzt da auf der Uhr angezeigt wurden. Was ebenfalls eine sehr schöne Sache war, ich switch dazu jetzt einfach mal auf die Uhr. Und das ist an sich die Oberfläche. Ne? Wir haben ja jetzt Googles Wear OS 3.5 hier drauf. Und bisher hatten wir ja nur, sage ich mal, die Samsung UI, das One UI. Und das finde ich eigentlich im Vergleich zu, ich sage mal, meiner TicWatch, die jetzt noch Wear OS 2. Irgendwas hat, finde ich das schon ganz schnieke, und optisch macht es auf jeden Fall was her. Bei den Optionen habe ich ein bisschen das Gefühl, dass da noch ein bisschen was fehlt, aber ihr seht es auch also von der Performance, das ist alles performant. Auch wenn jetzt gesagt wird, das ist jetzt noch ein alter Prozessor, der hier verbaut ist, aber eigentlich merkt ihr da im Alltag eigentlich keine Probleme, und das ist, wie gesagt, alles relativ smooth, und da kann man sagen, da hat Google alles richtig gemacht. Was ebenfalls eine ganz interessante Sache ist, Google hat ja in der Vergangenheit immer mit dem Google Fit so ein Problem gehabt, was das Thema Schlaftracking angeht. Ja, irgendwann haben sie das, glaube ich, auch mal integriert gehabt, aber Schlaftracking war jetzt nie so die Paradedisziplin von Google, und jetzt benutzt man ja quasi so ein bisschen Fitbit, und ich finde die Aufmachung hier eigentlich ganz schön, und die Uhr hat eigentlich auch in meinen Augen immer recht gut meine Schlafrhythmen erkannt, vor allem wenn ich mal nachts wach war, das wurde eigentlich immer sehr präzise getrackt, und es hat dann aber trotzdem wahrgenommen, dass ich danach wieder schlafen gegangen bin. Ne? Also nicht, dass dann das Schlaftracking nachts um 3 aufhört und nicht mehr weitergeht, sondern es hat dann immer die Pausen immer ganz gut wahrgenommen. Ich kann natürlich jetzt von meiner Seite jetzt nicht verifizieren, inwieweit diese leichten Schlafphasen oder Tiefschlafphasen oder sowas oder REM-Phasen, ob das korrekt ist. Da habe ich nicht das Equipment dazu. Was ich aber sagen kann, ist,
Die Einschlafzeiten haben einigermaßen gepasst, die Aufstehzeiten haben gepasst und auch die Unterbrechung, wenn ich wach war. Also insofern, das war sehr schön und damit kann man durchaus leben und auch die Darstellung ist ganz schön. Eine kurze Randnotiz, Google Pay haben wir auch wieder, also NFC ist verbaut und das funktioniert eigentlich auch ganz schön, wenn man die Google Wallet und das funktioniert eigentlich wunderbar und ich habe das schon an verschiedensten Locations und Geschäften probiert und das war eigentlich kein Problem. Was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, ist das Thema Watchfaces. Bei Google Wear OS hat man ja prinzipiell immer die Möglichkeit, aus dem Google Play Store unendliche Weiten an Ziffernblätter zu installieren. Aber auch das, was standardmäßig dabei ist, war eigentlich ganz schön. Und das Schöne daran ist vor allem, man kann es relativ einfach und unkompliziert anpassen. Wenn man sagt, na, ich möchte, keine Ahnung, andere Farben haben, ja, dann kann man das einfach entsprechend direkt anpassen und kann je nach Ziffernblatt dann auch teilweise die, ne, also ich nehme zum Beispiel das Ding hier, da kann man hier dann auch nochmal anpassen, ne, was man alles ändern möchte. Ihr drückt euch hier drauf, dann könnt ihr einstellen, was für eine Funktion angezeigt werden soll. Und das kann man eigentlich alles problemlos über die Uhr machen und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Kommen wir vielleicht zu dem Part, der vielleicht am meisten diskutiert wurde, das war das Display. Und wir haben hier zwar nur ein 1,2 Zoll AMOLED-Display, aber das ist eigentlich in meinen Augen eine sehr schöne Qualität, auch was die Sache Helligkeit angeht und so. Ist hier genug Reserven, auch wenn es mal draußen dunkler sage ich, wenn es draußen die Sonne mal spiegelt oder sowas. Also das ist eigentlich ganz schön. Auch die Auflösung ist top, die man jetzt wahrscheinlich bei der kleinen Größe überhaupt nicht bräuchte. 450 oder 450 Pixel sind es, glaube ich. Einzige, was mich hier, wie gesagt, ein bisschen stört, ist halt dann doch, glaube ich, der Rand. Und hier sieht man es vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Bring-App aufmache, dann sieht man das dann halt dann doch sehr dominant. Und das, durch diese runde Kuppelform kommt es dann halt noch kleiner vor, auch wenn es jetzt eigentlich gar nicht so klein ist. Da hätte man vielleicht noch eine andere Lösung für machen. Und ich hätte jetzt gar keine Curved-Gläser erwartet, aber von der Form, ich weiß nicht. Immerhin hier ist Gorilla Glass 5 drauf. Ich habe bisher noch keine Kratzer reinbekommen. Insofern bin ich damit ganz zufrieden. Ein weiteres Thema, was ich eher so neutral finde, ist die Sache mit Fitbit Premium. Ne? Ich meine, wir haben ja eigentlich ganz viele Sensoren drin. Eigentlich sollte ja theoretisch alles gehen. Trotzdem wird man ein bisschen genötigt, ein Fitbit Premium-Abo abzuschließen, auch wenn jetzt standardmäßig 6 Monate dabei sind, aber das ist ja nur, um einen anzufixen, damit man da gar nicht mehr erst rauskommt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, man hat jetzt auch das Fitbit Premium-Thema hier drin, aber irgendwie fehlen in meinen Augen so schon ein paar grundlegende Funktionen. Also man hat es ja schon gesehen, Blutsauerstoffmessung ist nicht verfügbar. Also dann 10 Euro oder fast 10 Euro im Monat zu bezahlen und nicht mal so eine Funktion zu haben, das geht eigentlich nicht. Und da fehlt mir das Premium dahinter, was diesen Preis rechtfertigen würde. Ich weiß nicht, ob ihr Fitbit Premium schon mal genutzt habt. Da gibt es natürlich so ein paar weitergehende Funktionen oder zum Beispiel bei den Trends kann man sich dann teilweise längere Zeiten anzeigen lassen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, so, ja, das bräuchte ich jetzt unbedingt, deswegen brauche ich jetzt Premium. Also ich habe da eher Angst, dass da langfristig gewisse Funktionen generell hinter so einer Paywall verschwinden werden, wo du sagst, ja, EKG kannst du nur nutzen, wenn du auch Premium benutzt. Also da habe ich halt ein bisschen Angst davor, weil da generell so der Trend ist, aber ja, müsst ihr selber entscheiden, ob ihr diese Premium-Funktion wirklich benötigt oder nicht. Was ebenfalls ganz interessant war, ich habe ja auch den Schrittzähler-Test gemacht, so den standardisierten Test mit einem Handzähler sozusagen und da ist mir aufgefallen, dass da die Google Pixel Watch doch im Vergleich zur Konkurrenz ein bisschen höher lag. Wenn man sich das mal von den absoluten Zahlen anschaut, sieht das immer noch vernachlässigbar aus. Aber mir ist gerade aufgefallen, im Auto, da reagiert die Uhr dann doch sehr sensibel. Also nach einer längeren Autofahrt hatte ich dann auf einmal dann meine Benachrichtigung, dass ich meine 10.000 Schritte erreicht habe und sowas. Also da im Vergleich zu meiner Samsung Galaxy Watch 5 Pro ist da die Google Pixel Watch dann doch ein bisschen empfindlicher, gerade wenn man so im Büro arbeitet und sowas, dass da ganz viele Schritte aufgezeichnet werden, die in meinen Augen keine Schritte sind. Also muss man mal beobachten, aber da habe ich prinzipiell schon bessere Schrittzähler gesehen. GPS ist ja in der Google Pixel Watch auch verbaut und das funktioniert prinzipiell auch ganz gut. Ich meine, ich bin jetzt hier im Keller. Entsprechend hat er hier im Keller natürlich seine Probleme, hier ein GPS-Signal zu finden. Natürlich mache ich den Test draußen vor der Haustür und da waren es eigentlich auch immer so 10 Sekunden, die es gedauert hat, nachdem man eine Aktivität gestartet hat. Aber dann hat das GPS eigentlich sehr sauber getrackt. Also da kann ich mich nicht beklagen.
Was da definitiv zu beachten ist, also das sage ich jetzt gleich vorweg, ich komme später noch auf das Thema Akkulaufzeit. Wenn ihr die GPS-Funktion, also irgendeine GPS-Aktivität nutzt, die aktiv die Position trackt, dann saugt es verdammt schnell den Akku leer. Also ich habe jetzt mal so ein paar längere Tests gemacht und da war ich so bei 10 bis 11% pro Stunde. Ne? Also wenn ihr einen Marathon lauft, dann müsst ihr den in ein paar Stunden schaffen und sonst die Uhr nicht benutzen, sonst wird es relativ schnell eng mit der Akkulaufzeit. Ja, also da waren es 10 bis 11%, nur im Vergleich bei meiner Samsung Galaxy Watch waren es eher so 4-5%, die ich für eine Stunde GPS-Tracking benutzt habe. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Pulssensor ja jede Sekunde trackt und so und keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie oft das GPS-Signal dort abgefragt wird, aber es verbraucht vergleichsweise viel. Ein weiteres Thema ist natürlich die Frage mit der Akkulaufzeit. Google hat ja da seine 24 Stunden oder bis zu 24 Stunden angegeben. Ich kann eins so viel sagen, also ich bin damit problemlos durch die 24 Stunden gekommen. In der Regel hatte ich dann immer, also ich habe immer abends aufgeladen, damit ich quasi das Schlaftracking mitnehme und ich hatte dann immer quasi abends, kurz vorm Aufladen, hatte ich immer so zwischen 20 und 30% noch übrig. Ne? Mal mit ein bisschen mehr GPS, mal mit ein bisschen weniger GPS. Also das ist prinzipiell in Ordnung, wobei ich dazu sagen muss, ich habe kein Always-On-Display benutzt. Wenn ihr das Always-On-Display benutzt, ne, also das habe ich einmal ausprobiert, dann wird das mit den 20-30% Reserve schnell eng gegen Ende des Abends. Also die Akkulaufzeit ist immer noch besser als zum Beispiel bei meinen letzten Fossil 5 oder Fossil 6 Uhren, wo ich wirklich tagsüber dann nochmal aufladen musste. Es ist aber auch weit weg von der Samsung Galaxy Watch 5 Pro oder von der Mobvoi TicWatch Pro, das ist, wo ich problemlos meine 2 Tage hatte und immer noch Reserve hatte. Also das sollte euch bewusst sein und auch dieses Ladekabel, also der Magnet hier, der ist auch eher in meinen Augen Kategorie, ja, wir haben zwar einen Magneten verbaut, aber richtig fest ist er nicht. Ja, also das sollte euch bewusst sein, gerade wenn ihr vorhabt, das Ding unterwegs zu laden, dann hält das Ding eben nicht bombenfest, sondern es kann ruckzuck verrutschen und das ist sehr schade. Und wo ich mir auch immer noch nicht ganz so sicher bin, also man kann die Pixel Watch auf ein Qi-zertifiziertes Ladegerät legen und dann startet auch der Lademodus. Das hat bei mir eigentlich auch immer eine Zeit lang funktioniert. Das Hauptproblem ist eher die Form von der Pixel Watch. Weil man das Ding dann irgendwie, ihr seht es ja vielleicht hier, man kann das Ding eben nicht so einfach planar drauflegen, dann müsste man im Zweifel immer die Bänder abmachen. Das habe ich dann auch mal gemacht. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, weil ich meine, ich habe auch nirgendwo gesehen, dass Google das Thema beworben hat, ne, dass man das Ding per Qi-Charging aufladen kann. Vielleicht kannst du es irgendwie, aber offiziell irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, sagt mir mal, ob ihr schon eure Pixel Watch regelmäßig mit einem Qi-Charging-Ladegerät aufgeladen habt, auf dem Pixel-Stand oder so. Das würde mich mal interessieren, aber das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, dass es wirklich dafür gedacht war. Was aber vielleicht auch nicht ganz so dramatisch ist, weil wenn ihr das mit dem Standard-Ladegerät ladet, dann ist die Pixel Watch eigentlich verdammt schnell aufgeladen. Die wird auch relativ warm beim Aufladen, das merkt man. Aber ich habe eigentlich nie länger als eine Stunde laden müssen, damit das Ding voll ist. Also insofern ist es auch okay. Aber wie gesagt, es gibt definitiv bessere Lösungen und also auch gerade tatsächlich die Huawei Watch und sowas beim Laden auf dem Qi-Ladegerät, das hat auf jeden Fall besser funktioniert als mit der Google Pixel Watch. Kommen wir mal zu dem Thema, was mich akut wirklich stört, und das ist das Thema Fitbit oder Google Fit. Und ihr seht es hier, das ist mein Google Fit, das sieht ziemlich nackt aus, ne, weil standardmäßig die Google Pixel Watch keinerlei Daten in Google Fit synchronisiert. Es gibt auch aus der Fitbit-App heraus keine Synchronisierungsmöglichkeit, da irgendwie die Daten per Schnittstelle direkt rüber zu schieben und sowas. Das ist für mich der Indikator, Google Fit ist bald tot und wird beerdigt von Google, bin ich mir ziemlich sicher. Also man möchte wirklich dieses Fitbit-Thema, glaube ich, weiter pushen. Und das ist sehr schade. Man kann zwar mittlerweile auch wieder Google Fit irgendwie installieren, ja, aber so offiziell so richtig unterstützt wird es auch nicht. Macht euch einfach der Sache bewusst, dass früher oder später werdet ihr das Google Fit-Thema nicht mehr nutzen können. Und das Schlimme daran finde ich einfach, was ich ja schon in meinem leichten Rant-Video gesagt hatte, falls ihr jetzt über die letzten Jahre alle eure Daten immer in Google Fit geladen hattet, dann sind die von heute auf morgen tot. Ne? Weil ihr eben nicht eure historischen Daten einfach über den Google-Account in Fitbit integrieren könnt. Das wäre ja schön, ne? So wie war mein Gewicht, meine Schlafentwicklung, bla 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 bla. Ne? Aber nein, ihr
habt quasi den Reset-Knopf, bumm, und nutzt Fitbit, am besten Fitbit Premium oder stirb, so nach der Devise. Und das finde ich halt, ja, ein bisschen ungeschickt, ehrlich gesagt. Also ja, das hätte man anders regeln können. Und weil wir gerade beim Thema Google Fit sind und Fitnessdaten, wir haben jetzt, wie gesagt, Ende Oktober und es gibt immer noch keine Möglichkeit, den Blutsauerstoffsensor, der hier verbaut ist, aktiv zu nutzen. Also weder beim Schlaftracking noch irgendwie aktive Blutsauerstoffmessung geht Stand heute nicht. Also da frage ich mich auch, ist es eher ein Software-Thema? Haben die vergessen, irgendwie die Zertifizierung bei den ganzen Gesundheitsbehörden einzureichen? Ich weiß es nicht, aber damit zu werben, aber gleichzeitig die Funktion erst nachliefern zu wollen, passt halt bei einem 380-Euro-Gerät überhaupt nicht. Wo wir gleich zum nächsten Thema kommen, das Thema Preis. Und ich habe jetzt hier das Ding im Rahmen meiner Pixel 7 Pro Vorbestelleraktion bekommen und das ist jetzt die LTE-Variante, die würde 429 Euro kosten. Die normale kostet 397 Euro. Alternativ holt ihr euch für 250 Euro eine original verpackte bei eBay Kleinanzeigen, weil die gerade quasi ja geflutet werden. Also insofern, ihr müsstet eigentlich nicht den Vollpreis bezahlen. Ist in meinen Augen wirklich einfach zu teuer. Ich hatte es ja schon mal im anderen Video gesagt, wenn ihr das mit anderen Wear OS Uhren vergleicht, ne, also die Fossil-Uhren gefallen mir optisch sehr viel besser und die sehen sehr viel wertiger aus. Die Mobvoi-Uhren bringen viel mehr und kosten viel weniger. Also und selbst meine Samsung Galaxy Watch, ne, die ich jetzt aktiv benutze, die bieten auch mehr. Ne? Sei es irgendwie Titan-Gehäuse, unser Saphir-Glas oder sonst was. Ne? Das ist halt einfach eine andere Hausnummer. Und ich weiß nicht, was man hier tatsächlich bezahlt, aber das hätte man. Also, wenn das Ding 299 gekostet hätte, dann hätte ich es noch durchgehen lassen. Aber 380 Euro ist einfach zu teuer dafür, für das, was man kriegt. Ja, und der letzte Punkt auf meiner Pain-Liste ist die Taste hier oben. Ne? Wir haben ja eine Krone, die man auch drücken kann. Die funktioniert ja auch einwandfrei, dazu sage ich gar nichts. Aber hier oben drüber ist ja auch noch eine Taste. Anfangs habe ich noch gedacht, das wäre die Quick Change Taste für die Bänder, aber die sind ja hier an der Seite. Aber das ist wirklich eine Taste, die man drücken kann. Und das ist ja quasi so die letzten Apps-Tasten, ne, dass man so ein bisschen zurückspringen kann und so. Aber ich finde die haptisch vollkommen daneben. Ne? Also teilweise erwischt man sie nicht ganz oder man muss richtig komisch drücken und es fühlt sich vollkommen unangenehm an. Also das passt gar nicht rein. Ne? Und das ist halt der Unterschied zu, sage ich mal, einer wirklichen Taste hier bei der Samsung Galaxy Watch zum Beispiel. Die spürt man, das fühlt sich wertig an. Aber hier denkt man so, oh scheiße, wir müssen noch eine Taste reinfügen. Ja, okay, wir schneiden da noch was aus und fügen da die Taste ein. Passt gar nicht, insbesondere, wie gesagt, zu dem Price Tag von 380 Euro oder sowas. Das ist leider, nee, das war leider nichts, Google, tut mir leid. Und auch hat man jetzt aktuell nicht irgendwie großartig Möglichkeiten, diese Tasten groß umzubelegen. Ne? Weil man hat ja die Funktion mit von wegen die letzten Apps anzeigen. Und wenn ich länger drauf drücke, dann startet der Google Assistant. Aber man kann das Stand heute, wie gesagt, nicht ändern, irgendwie durch irgendeine andere App oder so, wo man sagt, ja, ich hätte gerne die App, würde ich drauflegen. Oder vielleicht habe ich die Funktion übersehen, schreibt mir gerne mal, wo die Funktion ist. Aber das wäre schön, wenn das irgendwie nochmal nachgeliefert wird, dass man wirklich die Tasten individuell anpassen kann mit seinen ganzen Steuerungsmöglichkeiten. Das war jetzt meine Pro-Kontra-Liste. Ich sage jetzt mal bewusst nichts zum Design. Das ist ja, wie gesagt, Geschmackssache. Ich persönlich finde das Design jetzt nicht schön, aber was man der Uhr lassen muss, man erkennt sie dann doch recht schnell wieder, dass das eine Pixel Watch ist. Und trotzdem, mir persönlich, manche Leute sagen Kaugummiautomat, so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil sie sich ja schon recht wertig anfühlt, aber ich finde das Design halt dann doch relativ lahm. So. Ja, hat mich jetzt nicht ganz überzeugt und da finde ich das Design vom Pixel 7 zum Beispiel, ne, mit dem Kamerabar doch eher ansprechend. Aber das ist, wie gesagt, so ein subjektives Thema, deswegen möchte ich es gar nicht großartig in die Bewertung einfließen lassen. Und naja, was ist das Ergebnis aus meinem Test? Ja, ich bin wieder bei meiner Google Pixel Watch. Ich bin wieder bei meiner Samsung Galaxy Watch 5 Pro gelandet und ich bevorzuge die einfach unter dem Gesichtspunkt, sie ist größer. Ich muss sie eben nicht jeden Abend aufladen und das fühlt sich generell für mich einfach wertiger an. Ja, aber ich hoffe immer noch, dass irgendwann mal demnächst die Wear OS 3 Updates kommen für die anderen Google-Partner und dass man dann mal wieder ein bisschen mehr Auswahl hat am Google-Markt, also am Google Wear OS-Markt. Und ja, falls ihr bis jetzt dran geblieben seid, vielen Dank und ich hoffe, das Video hat euch weiterhelfen können und
Ja, jetzt schicke ich die Uhr jetzt erstmal meinem Kumpel Jojo, der wollte sich die auch mal anschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao.